Wir sind zurück in der Erfolgsspur. Das Heimspiel gegen Mainz erfolgreich, ganz knapp, aber immerhin 2-1 gewonnen. Jetzt geht's weiter in Hoffenheim. Die sind ebenfalls unten in der Tabelle, die sind 14. Heißt also auf dem Papier und bei all den Gegebenheiten müssten wir heute eigentlich Favorit sein. Aber ich sehe mich immer noch nicht als Favorit, weil wir halt Aufsteiger sind. Aber halt auch kein normaler Aufsteiger. So, wir haben Sinamoy hinten drinne, der in den letzten 3 Spielen mal gezeigt hat, was er drauf hat, außer gegen Bayern. Da musste er leider viermal hinter sich greifen. Aber dafür gegen Leverkusen, ganz besonders gegen Leverkusen, richtig gute Leistung. Und auch gegen Mainz sah das richtig gut aus. Ich möchte gerne in diesem Video mal darauf hinweisen, auf meine auch diesjährigen stattfindenden Adventsgewinnspiele. Ja, Leute, die schon mal dabei waren, wissen, wie es läuft. Und für die Leute, die vielleicht neu dazugekommen sind auf meinem YouTube-Kanal die letzten paar Monate oder in diesem Jahr erst, für die kann ich das nochmal sagen. Also es wird ab Sonntag, je nachdem wann das Video hier hochgeladen wird, also ab dem ersten Advent auf jeden Fall, ab dem 1. Dezember, werde ich jeden Sonntag ein Gewinnspiel machen. Ja, ich habe wieder ein paar Firmen angeschrieben, die haben mir freundlicherweise was zur Verfügung gestellt. Ja, unter anderem war U-Rage Gaming auch wieder mit dabei. DeskQ ist ebenfalls einer derjenigen, die mich supporten wird bei diesem Gewinnspiel. Und zwar ist das eine Seite, jetzt muss ich erstmal den Ball hier ganz gechillt klären, und zwar ist das eine Seite, wo man sich Mauspads bestellen kann oder auch selber personalisieren kann, also nach seinen Wünschen zusammenstellen kann. Die unterstützen mich auch. Seid einfach gespannt, wenn ihr was gewinnen wollt, wenn ihr gerne mitmachen wollt, schaut mal vorbei. Jeden Sonntag, ja, ab dem 1. Advent, Gewinnspiele für die Community, für euch. Ja, einfach als Dankeschön für euren Support für dieses Jahr auch wieder. Es war richtig krass, was ihr da abgerissen habt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück dabei. Und mal schauen, wer am Ende da als Sieger rausgeht, wer sich welchen Gewinn holt. So, jetzt bin ich aber erstmal hierauf fokussiert. Ich hoffe, dass wir hier heute einen Sieg holen. Gegen Hoffenheim, die wie gesagt unten drin stehen. Die aber auch mit einer Fünferkette kommen, also 5-2-1-2. Dürfte eigentlich uns entgegenkommen, weil wir haben was machen Wanner da? Das war nicht geplant, der sollte eigentlich auf die Außen. Da sollte er lang sprinten, genau, diesen Weg sollte er machen. Hab mich gerade gewundert. Ist vorbei. Philipp in der Mitte. Und Listisch. Der hätte auch mal wieder ein Tor verdient gehabt. Der macht auch eigentlich richtig viel in letzter Zeit. Ist gar nicht so auffällig, ja, weil er halt nicht so viel in Aktion kommt. Aber der macht sehr viel trotzdem. Ich sehe das. Läuft viel, bewegt sich viel, macht immer gute Meter. Hier ist er wieder, Listisch. Castaneda, Rembeck. Jetzt muss mal einer entgegenkommen. Godowski zum Beispiel. Einmal angetäuscht oder einmal angenommen. Und dann scheitern wir bislang an der Fünferkette, aber wir sind trotzdem auch in dem Spiel sehr gut drin. Hinten mussten wir gerade einmal ein bisschen wachsamer sein, weil ich gerade noch was erklärt habe. Achtung, Collins gegen Loschek und Sinamoy, dann machen wir das hier ganz souverän. Und dann geht es wieder nach vorne, durch die Fünferkette, gegen die Fünferkette. Paul Wanner gegen Ranic. Ja, jetzt ganz unten vielleicht, wenn er den anbekommt. Ja, Jong war schön gemacht. Hinten läuft Poso ein, schöner Laufweg, aber er kommt nicht ran. Wanner, schön gemacht und Listisch. Das war eine Vorlage. Das kannst du nicht lernen. Das hast du als Straßenfußballer mit der Hacke auf engstem Raum. Das ist einfach krass und ich bin froh, dass wir ihn hier bei uns haben. Ich hoffe, dass er bezahlbar ist für uns. Also, ich meine, wir haben ihn schon verpflichtet quasi. Ich muss jetzt hoffen, dass wir genug Geld haben, um dann halt auch die Kaufoption zu ziehen. Ich glaube, 10 Millionen oder so sind sie. Bin sehr gespannt. So, wir kommen mit Godowski, Philipp. Oh, Philipp wäre doch da gewesen. Philipp wäre der Mann gewesen, der diesen Ball bekommen haben sollte, aber wir sind schon wieder da. Wir setzen Hoffenheim auch hier wieder unter Druck. Das ist Wahnsinn. Richtig gutes Pressing. Aber jetzt müssen wir uns halt mal bald mit der Führung belohnen. Listisch vielleicht, viel von ihm gerade gesprochen. Ist halt, wie gesagt, nicht so viel in Aktion, weil meistens entweder macht Wanner die Abschlüsse oder Philipp, aber Listisch hat das genauso verdient. Und vorne die Hoffenheimer haben dann 2-3 Mann stehen, lauern dann wahrscheinlich auf diese Fehler, um dann so jetzt hier schnell umzuschalten. Loschek. Aber ist bei Castaneda gut aufgehoben. Na, Prass kommt, liegt doch vorbei, macht er nicht. Und Hoffenheim kommt über Prass, aber Poso ist da. Auch eine richtig gute Verstärkung. Da bin ich richtig froh, dass wir den geholt haben. Und jetzt sieht es wieder nach vorne. Wieder über Wanner gegen Ranac. Da kommen ein paar Leute mit. Ranac gegen Wanner. Im Zweikampf muss er sich halt noch ein bisschen verbessern, das merkt man. Aber vielleicht werden wir jetzt den Einwurf schnell ausführen. Dann halt so, Castaneda, Listisch und Remberg. Komm, der kann doch auch von Weitem schießen. So hat er uns in die Bundesliga geschossen gegen Heidenheim. Mit seinem Schuss aus 20, 25 Metern.
Jetzt kommt wieder Hoffenheim über Prass. Österreicher Luschek hinterläuft. Ja, jetzt muss ich in der Mitte bleiben. Nee, da muss jetzt irgendeiner hin. Koso, Achtung, Namdi Collins zum ersten. Zumindest mal geklärt, aufgepasst. Was wird gleich passieren? Wer stößt durch? Wo ist der Ball? Wo ist der Schuss? Den gibt's aber nicht, weil Castagneda aufpasst. So, jetzt 3 gegen 3. 4 gegen 3, wenn Paul Wanner oben mal mitgeht oder mitläuft. Das wird doch jetzt was. Kurz vor der Pause. Schneller spielen und dann den Abschluss suchen über Listisch. Ja. Und ist das Baumann da im Tor? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mal ein schöner Abschluss von Listisch. Und jetzt der Eckball weggezogen vom Tor. Partov ist da. Das sah so aus, als ob er ins lange Eck geht, dieser Eckball. Der Kopfball, der war gar nicht schlecht. Aber gut, 0-0 zur Pause. Geht nur in eine Richtung. 8:0 Schüsse, fast 70% Ballbesitz. Also es ist sehr, sehr dominant, was wir hier machen mit unserer Truppe, die voller Talent ist, voller Potenzial. Und da ist sogar noch was auf der Bank. Also wir können mit Duarte nachlegen. Kaba müssten wir eigentlich auch mal öfter spielen lassen. Fridjonsson vorne noch drin. Hikimoglu, Carrasco. Also so viel Talent, so viel Potenzial. Ich weiß gar nicht. Rogov auch, der wird auch noch ein bisschen besser. Kaba, da müsste ich Jongwa nach vorne ziehen. Aber mit Podolski läuft es jetzt eigentlich auch ganz gut. Ich lasse es erstmal. Ich wechsle dann wieder, je nachdem. So 65., 70. Minute. Da könnte man dann eventuell mal drüber nachdenken zu wechseln. Aber ich bin auch gespannt, was die Hoffenheimer machen. Die kommen jetzt auf jeden Fall erstmal. Guter Ball, Kutschu. Oder rauschen wir alle vorbei. Aber wer behält am Ende die Übersicht? Partov. Unser Kapitän immer wieder. Auch wenn es mal brenzlig wird. Der Mann weiß, was er tun muss. Genau auch hier. Steht wieder richtig. Jongwa. Und jetzt wieder die Chance umzuschalten. Rudowski mit Listisch vorne. Nein, oh, ist ein Foul. Aber egal, Vorteil läuft. Weiter geht's. Listisch oben. Nein, dann kriegt er den nicht durch. Das sind die Bälle, die müssen ankommen. Huch. Was denn jetzt? Warum geht das Spiel automatisch ins Menü? Wahrscheinlich, um mich einmal zu verwirren. Aber das funktioniert halt nicht. Ja, Dimschi gegen Collins. Da sind wir doch wieder. Selbst das Spiel kann mich nicht aufhalten. Selbst wenn es zwischendurch mal unangekündigt mal ins Menü geht. Wir machen das. Rudowski. Da kommt Jongwa mit. Schön gemacht. Mal auf Spitzenwinkel. Ja, warum nicht? Muss er auch mal machen. Oh, ein Rauen geht da durch die Auswärtskurve. Ja, schöner Ball, bisschen hoch. Und Philipp ist im Tor, also auch ein Jugendmann. Gehe ich mal von aus. Aber eigentlich müssen die Hoffenheimer ein bisschen mehr jetzt machen. Also die stehen unten drin. Die sind 14. Wir nicht. Aber ich will natürlich auch gewinnen. So ist es nicht. Ich möchte jedes Spiel, wenn es geht, gewinnen. Aber funktioniert halt auch nicht immer. Rudowski ist da. Sehr, sehr schön. Komm. Aber die zweiten Bälle müssen wir gewinnen. Der muss sich dann im Zweikampf auch durchsetzen. Das bringt mir dann nichts, wenn man nur drin ist im Zweikampf. Man muss ja auch gewinnen. Remberg, so schön. So muss man das machen. So, nächster Versuch. Wir haben über die Außen echt sehr, sehr viel Platz, weil die Hoffenheim halt auch dann mit 3 Mann hinten drin stehen. Und dann fehlen die halt alle hinten. Godowski, oh, schöner Ball, aber da ist halt leider keiner, außer Castagneda. Listisch, Jongwa außen, sehr schön gemacht. Und jetzt, wer lässt sich fallen? Philipp Wanner kommt eingelaufen. Und da ist die Führung. 1:0. Paul Wanner. Und endlich ist der Knoten geplatzt. Morten Behrens gibt nochmal ein paar kurze Anweisungen, was er noch verbessern könnte. Aber das war genau richtig. Hör? Da. Da war die Kamera auch zu schnell für mich. Gut, erwartetes Tor. Eine 1,0. 93 km/h. Ja, macht auch nicht jeder. Aber Paul Wanner ist halt auch nicht jeder, ne? Und Paul Wanner ist halt Paul Wanner. Der macht jetzt auch schon sein 5. Tor im 13. Spiel. Auch eine sehr gute Quote. Auch eine sehr gute Quote. Wird seiner Entwicklung gut tun. So, und apropos Entwicklung, wir haben ja noch ein paar Leute auf der Bank. Die möchte ich halt auch regelmäßig spielen lassen. Die müssen auch regelmäßig spielen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jongwa. Dafür kommt Kaba mal wieder rein. Vorne natürlich Hikimoglu für Philipp ruhig. Der war heute... Nein. Für Philipp. Der war heute ein bisschen... Ja, unsichtbarer. Aber gut, das darf auch mal sein. Duarte dann für Jongwa. 3 frische Kräfte. Gut, dass wir hier nachlegen können. Ja, und dann wird uns die Führung auf jeden Fall gut tun. Und den Hoffenheimer nicht, weil die müssen jetzt ein bisschen mehr machen. Kaba, Duarte gegen Gendry. Der scheint auch nicht langsam zu sein, aber Duarte macht das. Gut aufgepasst. Hikimoglu.
Listesch, wer kommt? Wanner, natürlich, wer sonst? Ja, der Ball wäre gut gewesen. Aber ich habe es verpasst, den wieder durchzustecken. Dann machen wir es einfach wieder so. Hintenrum. Zack. Ein Doppelpass, Kaber. Oh, das ist meisterlich. Das ist wunderschön gespielt, aber vielleicht auch zu viel. Das habe ich auch manchmal drin, dass ich dann nochmal querspielen will und noch einen Doppelpass. Das habe ich ganz, ganz früher gemacht in meiner Anfangszeit, als ich Karrieremodus gemacht habe in FIFA 14, 15 und so weiter. Da habe ich immer versucht, den Ball bis ins Tor reinzutragen. Achtung, jetzt kommen die Hoffenheimer. Collins ist da. Und es gibt sogar Abstoß. Sauber. Sehr gute Grätsche. Hat auch Dimitar Berbatov so gesehen. Jetzt kommt Ferguson. Alex Ferguson? Nee. Sir Alex Ferguson, wenn überhaupt. Aber ist das dieser eine Nachwuchsstürmer aus Irland, ist es, glaube ich, ne? Heißt der nicht auch Ferguson? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass er nicht gegen uns treffen wird. Ja, und Achtung hier, die Fehler. Da ist zum Beispiel auch das Gegentor gegen Leverkusen gefallen, weil wir uns den Ball dann selber reingehauen haben. Und Partov, wir stehen echt sehr, sehr hoch. Guck mal, wenn unsere Innenverteidiger schon mit nach vorne gehen. Aber das ist das Ziel gewesen, den Gegner hinten reinzudrücken und den in unser Spiel hier aufzuziehen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Poso. Hekimoglu, ja, leider im Abseits. Schönes Tor. Schönes Tor, keine Frage, aber leider muss er noch warten. Auf seinen nächsten Treffer. Aber die nächste Chance, die wird sich jetzt wahrscheinlich gleich ergeben. Über Listesch, wieder Hekimoglu. Warum nimmt er den Ball nicht an? Hoffenheim kommt über Lojek mit 2-3 Mann. Gut gepresst. Es klappt auch. Ball gewonnen, Gegner laufen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr gut, was wir machen. Das sieht sehr, sehr souverän aus. Aber so ein zweites Tor würde halt alles nochmal ein bisschen entspannter machen. Frankfurt führt gegen die Bayern. Ist auch nicht schlecht für uns. 2-1. Auch gut für Dortmund. Die freuen sich. Und können sie noch mehr Punkte wegziehen. Und wir kommen mit Kaber gegen Gendry. Duarte, jetzt muss sich irgendeiner fallen lassen. Wanner zum Beispiel. Wer auch sonst. Wanner! Nächster Schuss. Der ist aus dem Rückraum auch immer sehr, sehr gefährlich. Was gibt's jetzt? Aber Eckball, ja, Eckball. Den können wir nochmal wegziehen vom Tor. Hoffentlich klappt's. Gucken wir mal, Wanner, Partov ist da, schöner Eckball. Aber dann leider zu zentral. Wir müssen hier das zweite Ding machen. Das muss längst durch sein. So halten wir Hoffenheim weiterhin im Spiel drinne. Und die kontern jetzt über Lojek. Es fehlt Poso. Oh, die sind alle schon ein bisschen platt. Bleib in der Mitte. Anton Stach, Prömel. Wo ist die Lücke? Da ist die Lücke. Prömel, Partov ist da. Kein Elfmeter. Faire Grätsche. Die machen wir gleich nochmal. Kaber, nächste Grätsche. Und es gibt den Eckball für Hoffenheim. Gefährlich, gefährlich. Lange ist nicht mehr. Eckball Lojek, der ist lang in der Luft. Achtung! Der war doch gefährlicher, als es aussah. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber der auf jeden Fall auch gesehen. Ja, besprechen sich nochmal. Genau. So hätte ich es auch gemacht. Der war richtig blöd. Das war so ein Aufsetzer. Der war ganz, ganz gefährlich. So, jetzt vielleicht der entscheidende Angriff. Vorne Hekimoglu ist frei. Gegen Van Hecke. Der weiß gar nicht, wohin mit sich. Hekimoglu. Nee, das war zulässig gespielt. Es könnte aber reichen. Wir sind vorne. Nachspielzeit läuft schon. 2 Minuten gibt es oben drauf. Aber Hoffenheim kommt nochmal. Aber reicht nicht. Schiri pfeift Gott sei Dank im Angriff noch von Hoffenheim ab. Also, ein ziemlich unspektakulärer 1-0-Sieg. Ja, ab und zu mussten wir mal ein bisschen zittern. Da war Hoffenheim dann vorne. Aber wir hatten eine gute Verteidigung, einen guten Keeper, der dann auch da gewesen wäre. Und wir holen uns Sieg Nummer 2 in Folge. So, und die Bayern haben doch dann noch tatsächlich unentschieden gespielt. 2-2. Ist aber auch gut für uns. Wir sind Sechster, jetzt kommt der HSV. Kann ich jetzt vielleicht meine japanischen Spieler mal... Nein, es sind immer noch Serben. Die Japaner, die verwandeln sich immer zu Serben. Sehr schön. So, Entwicklungsplan von Senamoy. Wir werden das Leistungsniveau weiter beobachten. Meiner Meinung nach könnten die Zahlen weiter verbessert werden und die bislang festgelegten Zielvorgaben übertroffen werden. Okay, gucken wir uns mal an. Senamoy, Entwicklungspläne. Was könnten wir bei ihm denn noch machen, um die Entwicklung weiter voranzutreiben? Wir könnten jetzt auf Libero gehen oder auf Torhüter Profi. Was würde sich dann hier tun? Das würde nicht so lange dauern. Machen wir einfach mal das hier. Zum Torhüter, warum auch immer. Aber der macht eine klasse Entwicklung momentan. Das ist echt ganz, ganz große Klasse.
Gucken wir mal vor, der HSV ist momentan auch besser drin. Guck mal, habt ihr gerade wieder gesehen, 4, 5 Mann von uns in der ersten 11 oder 11 des Tages. Das finde ich halt krass, weil so überragend haben wir jetzt auch nicht gespielt. Wir waren zwar besser, aber haben wir die Chancen nicht gemacht. So, der nächste Verein mit der Dreierkette. Haben wir die letzten 3 Spiele nicht verloren. Haben Davy Selke auf der Bank. Das ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen. Dann haben sie Reis, Amdouni, Sohonen, Marschall. Also Spieler mit unechten Gesichtern sind schon mal dahingehend gefährlich, dass sie in der ersten 11 stehen und dass das so, ja, generierte Profis sind, würde ich mal sagen. Profiverträge. Jongwa, Philipp und Poso haben nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Ja, es beginnt jetzt langsam wieder die Zeit, wo Vertragsgespräche stattfinden. Und ich würde gerne mit allen 3 verlängern. Ich habe die ja erst geholt. Da muss ich dann gucken, ob die auch wollen. Da setze ich mich direkt dran nach dem Spiel gegen den HSV. Das machen wir dann erst, ne? Wir haben ja noch Zeit, hä? Ach, hier, genau. Also, vorher gucken wir mal auf die Tabelle. Wir sind Sechster, sind wieder oben dran. Ja, die Dortmunder haben mal wieder unentschieden gespielt. Nur noch 3 Punkte Rückstand für die Bayern. Dann der VfB, Gladbach, die kommen da auch wieder ran. Leverkusen, wir. Wie sieht's unten aus? Mainz ist jetzt letzter, Augsburg, Bremen, Bochum, Hoffenheim, alles auch noch ganz, ganz eng beieinander. Also, bis zum nächsten Spiel gegen den HSV zu Hause. Ich freue mich. Wird eine klasse Partie. Ciao, ciao.